Was haben Tech und Dating gemeinsam? Leute wissen bei beiden nicht, was sie tun. Deshalb sind wir für euch auf ein Date gegangen, Und haben über Tech gesprochen. damit ihr es nicht müsst. Gern geschehen. Was vielleicht noch ein weiteres spannendes Thema sein könnte, ist das sogenannte Containerisieren. Nils, du machst mich fertig. Sorry, also bitte, darauf noch mal ein Schlückchen in Ehren. Deine Schlücke sind immer viel größer als meine. Ich bin ja auch größer auf der X-Achse. Vorsicht! Also Containerisieren. Containerisieren. Also das, was halt in Software ganz oft auch gemacht wird, ist im Prinzip ein cooles Prinzip eigentlich. Es gibt so ein Ding, das nennt sich Docker. Und du kannst im Prinzip die Software, die du baust, ja, Es ist ein einziges Fragezeichen. Ja, wir kommen dahin, keine Angst. Du hast deine Software gebaut, also dein Microservice, ne? Also irgendwie dieses Ding, was dein Arbeiter darstellt. Und du möchtest quasi, dass dieser Arbeiter in anderen Firmen auch funktioniert. Okay. Das heißt, du verpackst den quasi in einen Container und der Container kann halt einfach, sagen wir mal, der ist halt dafür zuständig, irgendwas zu tun. Und der soll das halt in der Firma A können und auch in der Firma B können. Das heißt, wir klonen quasi Microservices Genau. und nutzen Container dafür, das zu übertragen. Es ist ein Abstraktionslevel. Also du sagst halt, dadurch, dass ich das in diesen Container, in diese virtuelle Container-Umgebung packe, bin ich nicht mehr abhängig davon, wo das gerade läuft. Also ich meine, Server, da laufen halt auch Betriebssysteme und die sind halt dann, also das ist dadurch ein bisschen betriebssystemunabhängig. Und wir können halt gucken, dass die quasi an die richtige Stelle verschifft werden. Also Container. Stell dir mal so einen Hamburger Containerhafen vor. Ja. Also wirklich plastisch Container, die real existieren. Scheißwetter. Ja, genau. Aber du hast diese Container und die werden in diesem Frachthafen, von diesem Containerfrachthafen auf verschiedene Schiffe gepackt. Die bringen das in verschiedene Länder, an verschiedene andere Häfen. Und das machen diese Container auch. Du packst da irgendwas rein an Software. Die sind dann als diesen Container vorhanden. Dieser Container wird genommen, auf ein Schiff gepackt, ausgeliefert, irgendwo hin in die Cloud. Und da laufen die dann halt. Ja? Also die Containerschiffe sind quasi so, dass was man klassisch Continuous Integration, Continuous Development nennt. Ganz spooky Word, aber das bedeutet eigentlich nur, dass diese Schiffe, die dafür zuständig sind, dass diese Software, die in diesen Containern lebt, ausgeliefert wird in die Cloud. Also du nimmst diesen Container, der ist in deinem Containerhafen, packst ihn auf dein Schiff, das CI/CD-Schiff, schiffst das in den Cloud-Hafen und da werden die quasi ausgepackt und das, was da drin lebt, die Software im Prinzip, die arbeitet dann in der Cloud. Irgendein Service. Es sind wirklich eigentlich gar nicht so schwierige Prozesse. Es ist einfach nur so abstrakt gehalten, dass sich ein Endnutzer nicht viel darunter vorstellen kann. Genau. Und ich bin nicht mal bei Endnutzer, sondern ich bin bei Gesprächen mit irgendwelchen CEOs, irgendwelchen Vorständen, da wo einfach diese Fragezeichen da sind, weil nicht das Verständnis da ist, auf der einen Seite diese Dinge vernünftig zu erklären und auf der anderen Seite man sich da nicht diesen Zacken aus der Krone brechen möchte, nachzufragen, was es eigentlich konkret bedeutet. Das heißt, du hast jemanden in der Führungsebene, der für eigentlich die ganze IT oder Technik zuständig ist im Unternehmen, der vielleicht gar nicht weiß, was du jetzt zum Beispiel für seine Firma tun kannst, der nicht weiß, worum es sich dabei handelt bei den Dingen, die du tust. Genau. Der eigentlich dadurch nicht weiß, was du in seiner Firma tust, IT-technisch. Ja genau, aber es ist ja mein Job, das zu ändern.
Also das ist ja meine Aufgabe als jemand, der sagt, wir machen jetzt Cloud-Plattformen, wir bieten halt Consulting in der Cloud an und wir bieten an, dass wir Architektur in dieser Cloud umsetzen, dass wir Services für diese Cloud bauen, diese ganzen Themen, die wir gerade gehört haben. Das ist das, was mein Unternehmen macht. Und wenn ich nicht in der Lage bin, meinem Kunden zu erklären, was wir tun, damit der irgendwie bewusst Entscheidungen für oder gegen treffen kann, dann habe ich doch meinen Job schlecht gemacht. Es ist doch mein Job, dieser Person oder diesen Personen zu erklären, was da passiert, damit die aufgrund dessen fundierte Entscheidungen treffen können. Wobei wir wieder beim Thema Brücken bauen wären. Genau. Es ist halt ein kontinuierlicher Kreislauf. Ja, also wir wollen natürlich irgendwo diese Brücken bauen, um dann den Leuten das Handwerkszeug an die Hand zu geben oder die Leute zu befähigen. Ich möchte die Leute befähigen, bewusste Entscheidungen treffen zu können für ihr Unternehmen, weil die kennen ihr Unternehmen am besten. Die kennen aber Cloud-Plattforms nicht notwendigerweise. Das bedeutet, dass ich den Cloud-Plattforms oder das, was halt da passieren kann, erklären muss auf einem Level, dass die damit auch mitkommen einfach, um dann bewusstere Entscheidungen treffen zu können.